Mein Name ist Simon Busse, ich bin Industriedesigner in Stuttgart. Ich finde die Stadt sehr spannend, weil es die Pole gibt zwischen zum Beispiel Automobilindustrie, sehr große Industrie, also Massenfertigung sozusagen, und so den Gegenpol zu den kleineren Dingen, die kleineren Start-ups und kleinere Unternehmen finde ich hier sehr reizvoll in der Stadt. Genau, also in Stuttgart habe ich angefangen zu studieren. Ich habe mir damals verschiedene Hochschulen angeschaut. Ich fand die Stuttgarter Kunstakademie als den besten Ort, um zu studieren. Dann war ich eine Zeit lang im Ausland, also in Eindhoven habe ich noch weiter studiert. Dann habe ich eine Zeit lang in Amsterdam gearbeitet, in Barcelona, und kam dann wieder zurück nach Stuttgart an die Kunstakademie, um ein Diplom zu machen. Und direkt im Anschluss an das Diplom habe ich dann meine Selbstständigkeit in Stuttgart begonnen. Für mich macht Stuttgart das Netzwerk aus, was ich hier habe, und auch finde ich Stuttgart sehr interessant, diese topografische Lage der Stadt. Also das heißt, wenn man in der Stadt umhergeht, dass mal, wenn man im Tal ist, sehr unterschiedliche Blicke hat, raus auf die Hänge, und genau umgekehrt, wenn man oben auf der Weißenhofsiedlung ist zum Beispiel, dass man einen faszinierenden Blick hat unten auf das Tal. Und zusätzlich schätze ich auch sehr, dass es enorm viele Betriebe gibt um Stuttgart herum mit sehr viel Know-how, mit sehr viel handwerklichem Können. Und gerade dieser Austausch ist für mich als Industriedesigner enorm wichtig, auch an so einem Platz zu sein. Ich finde, das klassische Handwerk ist das, was oft die Seele ausmachen kann von einem Produkt, weil man an dem Handwerk einfach sieht, wie ein Objekt entstanden ist. Und ich finde einfach, das Handwerk kann Details schaffen bei Produkten, die in der industriellen Fertigung einfach noch nicht möglich sind. Aktuell bin ich dran, für die Firma Desede verschiedene Möbel zu entwickeln. Und wir haben die erste Serie gemacht, den Beistelltisch. Die Inspiration davon kam eigentlich aus dem Fashion-Bereich, dass ich interessant fand, zum Beispiel wie ein Hemdsärmel geschlossen wird, das einfach über einen Knopf funktioniert. Und diese identische Geste wollte ich übertragen auf ein Möbel, sodass man eigentlich eine Außenhülle hat, die halt an einem Punkt fixiert wird. Mit dem Leder war das so das Grundmaterial, und da das Leder halt schon diese Steifigkeit auch hat und diese Fähigkeit mitbringt, ähnlich wie beim Textil, dass man es eigentlich ein bisschen dehnen kann, war so die Idee entstanden, der Transfer zwischen Textil und Leder. Ich denke, so der gesamte Entwicklungsprozess war circa ein Jahr, würde ich sagen. Das hat gestartet so mit den ersten Skizzen, wo wir uns ausgetauscht haben, rein über 2D sozusagen, also einfach nur Handskizzen, die wir dann weiter ausgearbeitet haben, wo man dann in erste Proportionsstudien geht. Das heißt, wir machen sehr viele Pappmodelle im Vorfeld, um einfach Proportionen zu überprüfen. Und dann diese Pappmodelle transferieren wir dann in ein reales Modell, und das ist auch dann die Schnittstelle zwischen uns als Studio und dann Desede als handwerklicher Hersteller, wo einfach Desede dann anfängt, mit uns diese Details zu verfeinern. Also ich finde, wenn man gerade bei Desede in der Fertigung ist, hat es mich wirklich überwältigt, wie viele Varianten von Leder es gibt. Ich finde das Material Leder ein hervorragendes Material, weil es genauso wie auch das Grundmaterial Holz, was wir auch für die Konstruktion verwendet haben, weil es beides nachwachsende Rohstoffe sind. Und ich finde, Leder ist ein enorm wertiges Material mit einer sehr, sehr langen Haltbarkeit, und ich schätze es auch sehr, dass das Material nachher wie eine Patina bekommt. Also es altert sehr schön. Ich glaube, das Bedürfnis für natürliche Materialien wird mehr und mehr zunehmen. Es wird auch dann eine viel höhere Wertschätzung entstehen für natürliche Materialien, und wie man einfach vielleicht wegkommen kann von ölbasierten Materialien, auch mehr Richtung biobasierten Materialien, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gesichtspunkt in der heutigen Zeit.